Moin Leute und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich teste heute für euch die Kopfhörer von der Firma Audyssey und zwar die LCD-X mit einem stolzen Preis von 1244 €. Ob es sich überhaupt lohnt, so viel Geld für Kopfhörer auszugeben, das erfährst du in diesem Video, also bis gleich dranbleiben. So, kommen wir einmal zum Modell selbst. Also, wir sind hier auf der Seite von Thomann und hier kann man sich schon direkt am Anfang wie üblich die Bilder anschauen. Ich finde die Kopfhörer vom Aufsetzen her sehr, sehr angenehm. Also die Polsterung ist wirklich sehr bequem und ich finde die auch nicht zu schwer. Ich habe in den Reviews gesehen, dass manche sich darüber beschwert hätten, dass sie halt zu schwer auf den Kopf sitzen. Leute, bisschen Nacken trainieren, dann passt das schon. Auf jeden Fall sind das offene Kopfhörer mit Ohrpolster aus Leder und einem Übertragungsbereich von 10 bis 50.000 Hertz. Und ja, die Einzelheiten kann man sich hier auf der Seite natürlich anschauen. Wie gesagt, zur Optik selbst, man bekommt die Kopfhörer in einem Koffer geliefert, sehr edel verpackt und auch sehr überschaubar. Die Kopfhörer findet ihr in dem Koffer natürlich ohne Kabel, also die Kabel sind zwar dabei, aber die sind nicht angeschlossen, wie man sehen kann, muss man diese erstmal anstecken und dafür gibt es dann auch noch einen Adapter, einmal für die große und die kleine Klinke, von daher sehr praktisch, sehr unkompliziert, man konnte direkt loslegen, ohne vorher irgendwie was auseinander zu wuscheln oder so. Okay, kommen wir zum Test an sich. Ich habe einen Beat auf YouTube hochgeladen, der heißt Neber. Der ist auch immer noch offiziell online, das heißt, hier wird auch nicht gemogelt oder so. Und diesen Beat habe ich davor mit den Beyerdynamics DT770 Pro gemischt. Jetzt könnte man sich fragen, warum mischt man mit einem geschlossenen Kopfhörer und nicht mit einem offenen? Ganz ehrlich, ich habe die offenen auch hier, die DT1990 Pro. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe mit den Kopfhörern, obwohl die geschlossen sind, bessere Ergebnisse erzielt als mit diesen hier. Deswegen stimmt die Theorie meiner Seite aus nicht, dass man mit offenen Kopfhörern immer auf bessere Ergebnisse kommt. Es ist wie gesagt alles individuell und Geschmackssache, von daher lasst euch da nicht in die Irre leiten. So, zum Thema an sich. Wir haben einmal den Beat in der Referenz, Neber 135 BPM C Minor in der Hook und hier nochmal die einzelnen Solospuren, die ich dann mit den Audyssey LCD-X Kopfhörern abgemischt habe. Und ich muss sagen, die Ergebnisse sind, ja, die sind schon echt unterschiedlich, aber lasst euch mal selbst überraschen. Wir spielen nämlich gleich einen AB-Vergleich ab und schreibt direkt in die Kommentare, was euch auffällt. Okay, ich bin gespannt auf eure Kommentare und werde jetzt mein Statement dazu geben. Also folgendes. Was man mit diesen Kopfhörern sehr gut raushören kann, sind die unteren, die oberen Mitten und die Höhen. Man hat einfach das Gefühl, wenn man diese Kopfhörer aufsetzt, als wenn man in einem Raum sitzt. Das hat man mit den Beyerdynamics nicht. Mit den Beyerdynamics hat man einfach das Gefühl, man hat links und rechts eine Platte auf dem Schirm und das war's. Und man hört es eigentlich eher so zweidimensional. Mit den Audyssey-Kopfhörern hat man wirklich das Gefühl, als wenn man in so einem Raum sitzt und man die Panoramaverteilung viel besser und detaillierter greifen kann. Das heißt, ich konnte direkt in den Instrumenten, wenn wir mal in den Instrumenten reingehen, konnte ich direkt Störfrequenzen raushören, wie zum Beispiel, ich muss mal hier kurz, gehe ich mal in den Hook Saw Lead. So, und dann konnte ich direkt solche Frequenzen hier raushören. Genau, gerade so in dem Bereich zwischen 500 und 1 Kilohertz, genauso wie zwischen 200 und 500 Hertz, konnte man mit diesen Kopfhörern sehr gut aufräumen. Das heißt, die Raumverteilung, die Frequenzstaffelung und so weiter und so fort war viel detaillierter zu hören. Ich konnte direkt raushören, wo sich was überlagert oder welche Frequenzen sich beißen. Ich weiß, man kann das per Auge mit der Mask-Funktion und so auch herausfinden, aber ich finde, das Ohr mischt trotzdem noch besser als das Auge. Genau, und so viel zum Thema untere und obere Mitten sowie
wie die Höhen. Was aber immer noch problematisch ist, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir neue Kopfhörer anschaffen wollte. Die Hauptproblematik ist im Low-End-Bereich. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, das wirst du mit Kopfhörern nie in den Griff bekommen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, denn ich habe mich da mit einigen Experten unterhalten und mir wurde zu den Head-Kopfhörern geraten. Punkt 1, weil die halt in den Sub-Bereich sehr, sehr detailliert sind. Dass es tatsächlich so wirkt, als wenn man mit einem Subwoofer mischt, was ich jetzt nicht ganz glauben kann. Ich werde es aber testen. Genau, ich habe noch andere Kopfhörer, die ich demnächst testen möchte, und zwar die Focal Clear MG Professional, denn man hat mir gesagt, dass man mit diesen Kopfhörern in dem Bass oder allgemein in dem Low-End-Bereich viel präziser arbeiten kann. So, die Frage ist jetzt, ob die Focal Clears auch genauso gut in den oberen und unteren Mitten sind, sowie in den Höhen. Und ob das Ganze dann auch wie in so einem Raum ist. Ich finde, mit den Odyssey kann man auch sehr, sehr gut die Gitarrenfrequenzen abmischen. Das heißt, gerade im Bereich zwischen 2 und 5 Kilohertz, wo oft dieser Haarschnitt drin ist, die hört man hier sehr, sehr gut raus. Das konnte ich mit den Beyerdynamics zwar auch, aber niemals so detailliert wie mit diesen Dingern hier. Deswegen absoluter Bonus, wenn es um die Mitten geht. Wenn ihr zum Beispiel so wie hier, das hatte ich vorher auch nicht so extrem rausgehört, wenn ihr Instrumente layert, nehmen wir mal hier den Plug, so, und darunter den Plug Layer. Ich schalte jetzt im Plug Layer mal die Effekte aus und wieder an, und das konnte ich hiermit sehr gut raushören, wo die Frequenzen sich beißen, aber hört am besten selber mal rein. Ja, man konnte es gerade im Pro Q4 sehen, gerade hier in den unteren Mitten. Es überlagert sich einfach, und wenn ihr dann noch eine Layerspur drunter packt, die auch in den unteren Mitten sehr präsent ist, dann überlagert es sich wieder und ihr habt irgendwann im kompletten Mix, habt ihr einfach einen zu mumpfigen Sound, und den ziehen die meisten dann im Master oder im Instrumentenbus dann halt raus. Ja, und damit zieht ihr aber zugleich die Energie aus der Hauptplug-Spur raus. Und das ist nämlich der große Mixfehler, was viele machen. Die machen sich dadurch den kompletten Mix kaputt, und ja, deswegen, mit solchen Kopfhörern kann man diese Angelegenheit halt klären. Nichtsdestotrotz, ich habe mit den Beyerdynamics auch gute Mixe hinbekommen. Man braucht nicht unbedingt diese teuren Kopfhörer, aber wer ein Spezialist im Bereich Frequenzdetails sein möchte, der kommt nicht drum rum. Mindestens Odyssey LCD, ob es jetzt die Zweier sind, die Xer-Serie oder was auch immer, zu kaufen, denn ja, Fazit des Ganzen, lohnt es sich? Ja. Braucht man es unbedingt? Nö. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ach, so Leute, ja, schöne Dinger, kann man nicht meckern, sehr edel, und schon allein dieses Logo, ey, da läuft einem doch das Wasser im Mund zusammen. Sieht der hier auch mal? Sieht man gar nicht, ne? Doch, hier. Ja, Mann. Sehr bequem, nicht zu schwer, auch wenn manche meinen, dass die irgendwie zu schwer sind, was ich nicht verstehe. Und ja, falls du es noch nicht gemacht hast, unten den Kanal Falls du es noch nicht gemacht hast, unten den Kanal einmal abonnieren, die Glocke aktivieren und den Daumen nach oben drücken. Und ja, ich bin gespannt auf euer Feedback. Übrigens, ich habe bei Temu eingekauft und Akustik bestellt. Und zwar Basstraps. Sieht sehr edel aus. Ob das Ganze auch edel ist und ob es Billig-China-Ware oder lohnenswert ist, das werdet ihr wohl in einem der nächsten Videos erfahren, denn da kommt auf jeden Fall auch ein Review zu. Und ja, ansonsten habt einen entspannten Abend und wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich. Bis dahin, Tschüssikowski.